Wir nutzen die miese Presse als Kampagne. Wir sind die Bösen. Unsere Gegner werden uns hassen. Ich lerne unsere Mitarbeiter gern persönlich kennen. Gehen wir essen? Täusche ich mich oder flirten Sie gerade mit mir? Du vögelst mit deiner Schwester? Ihr seid beide der letzte Dreck. Sag mir sofort, ob dein Bruder mein Vater ist. Was? Nein, natürlich nicht. Dein Vater ist Tim Sander. Timo! Du bringst uns um! Ich hätte dir das viel früher sagen müssen. Timo. Hör mir zu. Na dann, bitte. Ist Jan wirklich nicht mein Vater? Was macht dich da so sicher? Und wer ist Tim Sander? Ich war mit ihm verheiratet. Vor Ricardo. Und wir haben uns geliebt. Wenn das wirklich stimmt, warum seid ihr nicht mehr zusammen? Ich habe ihn verlassen, weil ich mit meinem Bruder zusammen sein wollte. Warum? Ihr seid Geschwister und dieses Mal habt ihr es gewusst. Es gibt keine Entschuldigung. Und dann lasst ihr euch sogar noch erwischen von Timo in Julias Ehebett. Das ist sowas von geschmacklos. Es geht dich nichts an. Hier geht es um das Leben meiner Enkelkinder. Ist sie mit Timo wieder zurück? Weißt du was? Du hast keine Ahnung. Wie konnte es nur so weit kommen? Diese Linienführung ist absoluter Mist. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Aber sie verleiht dem Ganzen viel mehr Spannung, viel mehr Ausdruckskraft. Wir hatten klare Absprachen über die Änderungen. Ich bin kein Schnittroboter. Ab und zu habe ich auch Ideen. Lili Clarice Lahnstein hat gerade einen Prozess verloren und somit jede Menge Geld. Ich bin so gut wie erledigt. Ihre Extravaganzen geben uns den Rest. Vielleicht retten Sie uns auch. Genau deswegen haben Sie mich als Designerin engagiert und mir die gesamte Kontrolle über den Kreativbereich gegeben. Und ich kontrolliere die Firma. Noch Fragen? Dann geht der Roboter eben noch mal an die Linien. Einschreiben. Alles klar. Tanja! Egal, was du sagen willst, es interessiert mich nicht. Oh, kann sie nicht irgendwo anders eklig sein? Darf ich dir einen kostenlosen Tipp geben? Falls du noch mal versuchst, meine Mitarbeiterin anzugraben, mach's mal nicht mit Charme, das ist so kläglich. Sag mal, Tanja, solltest du nicht langsam ein bisschen netter sein zu mir? Aus Mitleid? Nein, aus Berechnung. Mach mir Geschenke, bring mir Kaffee vorbei. Fußmassagen finde ich immer ausgesprochen nett. Kannst du nicht irgendwo anders eklig sein? Ja, im Gremium zum Beispiel. Als dessen Vorsitzender sollte ich die hochdefizitäre Modesparte dringend abstoßen. Also, wenn ich deine in jeder Hinsicht vielversprechende Modedesignerin ein ganzes Feuerwerk von zündenden Ideen abbrennt, dann kannst du deine Modekitsche dicht machen. Davon träumst du. Wie heißt es so schön? Design oder nicht sein? Das ist ja die Frage. Verknallt in deinen eigenen Bruder und wegen so einem kranken Scheiß lässt du meinen Vater sitzen und machst die ganze Familie kaputt, ja? Oder war er ein Arschloch? Gab's irgendeinen anderen Grund, warum du ihn verlassen hast, außer dass du nicht mehr ganz dicht bist? Dein Vater war ein großartiger Mensch. Er war warmherzig und großzügig und lustig, so wie du. Und wo ist er jetzt? Er lebt nicht mehr. Er hat sich umgebracht.
Wie? Ich weiß es nicht. Ich wollte es auch nie wissen. Warum hat das getan? Weil du ihn verlassen hast, oder was? Nein, nicht wegen mir. Woher willst du das wissen? Weil ich zu dem Zeitpunkt schon lange hier auf Mallorca war. Du hast mir all die Jahre irgendwas vorgemacht, obwohl du genau wusstest, dass er tot Ich hatte ist. Angst, es dir zu sagen, weil wir so glücklich waren. Ich wollte das nicht kaputt machen. Wir dachten, dass wir glücklich sind, weil du uns die ganze Zeit angelogen hast. Was wäre so schlimm daran gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass Ricardo nicht mein Vater ist? Was? Wie alt war ich, als er gestorben ist? 7. 7. Das heißt, ich hätte ihn noch kennenlernen können. Ich hätte ihn 7 Jahre lang kennenlernen können. Ja, aber das wollte ich nicht. Du, immer nur du. Vielleicht hätte das alles geändert. Vielleicht wäre er noch am Leben. Kotzt mich an. Ach, wir sind so gut. Linie Clarisse Lahnstein könnte bei den Fashion Days den Durchbruch schaffen. Es sei denn, Ansgar streicht uns alle Gelder. Zuzutrauen wär's ihm. Wenn er die neue Kollektion sieht, muss er einfach an den Erfolg glauben. Ja, das Problem ist nur, Ansgar hat keine Ahnung von Mode. Er kann keinen Putzkittel von einem Designerkleid unterscheiden. Und er hat wenig Interesse daran, dass wir Erfolg haben. Ihn interessiert in erster Linie, dass sein Erfolg größer ist als der Erfolg anderer. So sichert er seine Macht. Er will mich scheitern sehen. Wow, das ist ja wie in einer dieser Fernsehserien, wo die ganze Familie sich gegenseitig bekriegt. Jo, willkommen bei den von Lahnsteins. Es gibt aber immer noch das Gremium. Aber selbst da glaubt keiner mehr an Linie CL. Ach, Sebastian, deine Familie würde nicht mal ein Bombengeschäft erkennen, wenn man es ihnen auf die Nase bindet. Ach, jetzt komm schon, wir müssen nur dranbleiben. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen, den wir auf unsere Seite ziehen können. Ja, sollten wir nicht noch mal die Kollektion und das Konzept präsentieren? Schaden könnte es nicht. Wir zeigen Entwürfe und Muster. Das ist viel konkreter als nur irgendeine Idee. Ich hasse es, bei deiner Familie Klinken zu putzen. Ja, aber gut, vielleicht bringt's ja noch ein paar Cent. Daniel, du musst mir ein Alibi geben. Das ist jetzt schon los. Ihr seid doch erst wieder seit ein paar Tagen zusammen. Blödsinn, es geht um Charlie. Kennt irgendeinen Kurator, der uns vorab auf so eine Ausstellungseröffnung lassen will. Ich habe aber keine Lust. Das sind irgendwelche alten Schinken von so einem Typ Wallerer oder Wagerer. Weiger. Ja? Seit wann kennst du dich mit sowas aus? Kennt doch jeder. Von dem stammt doch das berühmte Triptychon. Was für ein Trip? Triptychon, das ist ein Gemälde, das aus 3 Teilen besteht. Hat mir Helena erklärt. Über was redet ihr eigentlich, wenn ihr alleine seid? Muss ich mir Sorgen machen? Nein, das war nur, weil Frau Ried glaubt, dass sie einen echten Weigerer besitzt, und zwar den Mittelteil. Eure Alzheimer-Patientin getröstet hat, dass ich gedacht habe, Christian wäre tot. Du, vielleicht kann die ja mit in die Ausstellung kommen. Dann könnte ich mich wenigstens mal bei ihr bedanken. Das wird sie bestimmt freuen. Aber ihr Zustand ist im Moment nicht so stabil. Aber ich kann mir ja morgen die Werte noch mal anschauen. Danke. Ich hätte gehofft, Jessica ist schon weg. Ich gehe noch mal eine Runde um den Block. Daniel, ich kann ja verstehen, dass du tierisch angekotzt von Jessica bist. Aber sie hat die ganze Geschichte wirklich tierisch bereut. Andi ist ja wohl auch schon drüber hinweg. Ich meine, immerhin hat er schon mit ihr geschlafen. Habt ihr also was gemeinsam? Sag bloß, dass er das dir nicht erzählt. Ja, das ist ja so eine Art WG-Tradition. Jeder darf mal ran. Musst ja so keinen Kopf machen. Es sei denn natürlich, du hast ein schlechtes Gewissen Helena gegenüber. Quatsch. Sie gucken ja so. Mein Gott, stell dich nicht so an, das ist bloß eine Sporttasche. Was hast du da drin, du Trottel? Eisenstangen? Meine Hanteln, die habe ich voll vergessen. Oh Gott, mein kleiner Zeh schwillt schon total an. Au. Jetzt guck doch nicht so blöd, mach was, habe ich ins Krankenhaus? Ich glaube, das wäre wirklich besser. Ich habe mir gerade neue Pumps gekauft. Du bist schuld, wenn ich ihn nie wieder tragen kann. Oh. Mein Weigerer wird ausgestellt. Wo denn? Hier in Düsseldorf, nächste Woche. Ach, das hier ist Düsseldorf. Ja, aber es wird jetzt nicht Ihr Weigerer ausgestellt, sondern die beiden anderen Teile des Triptychons, die Originale. Aber das ist auch ein Original, das weißt du doch, Dagmar. Ja, sicher. Du glaubst mir nicht.
Naja, das Original gilt als verschollen. Es ist vermutlich im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Was heißt denn hier zerstört? Da hängt es doch. Ich habe noch nie alle 3 Teile zusammen gesehen. Man sagt ja, dass es magisch ist. Magisch? Niemand konnte sich dem Anblick entziehen. So schön war es. Und jetzt werde ich es wahrscheinlich nie sehen. Du hast ja schon wieder kaum was gegessen. Ich habe keinen Appetit. Wo ist denn eigentlich dein Mann? Der ist zu Hause. Und was tust du denn noch hier? Willst du dir nicht einen schönen Abend mit ihm machen? Naja, ich dachte, ich bleib noch ein bisschen bei dir. Ach, das ist lieb von dir, Kind. Aber ich bin schon ein bisschen müde. Und ich will meinem Schwiegersohn doch nicht die Frau entziehen. Das tust du doch nicht. Kann er eigentlich gut küssen? Was? Das kann ich doch fragen in meinem Alter. Ja, er kann gut küssen. Viel zu gut. Ach, du bist noch genauso verliebt in ihn wie am ersten Tag. Stimmt's? Ich glaube schon. Ich sag nur, wir sollten mehr riskieren. Nein, dadurch haben wir schon zu viel verloren. Oh, Schluss jetzt. Ihr streitet euch über Lappalien. Genau diese Lappalien machen den Unterschied. Ja, oder sie ruinieren uns. Bitte, fangen wir am besten gleich an. Weniger Stoff, mehr Spitze. Solange die asymmetrischen Schlitze bleiben. Das passt nicht zu uns. Wir sind Linie Clarice Lahnstein, wir sind Inzest. Wir brechen Tabus mit Schnitten und Farben. Wir brauchen keinen asymmetrischen Firlefanz. Wir sind viel mehr als dieses Label. Wir sind mehr als diese Kampagne. Wir sind mehr als Inzest. Ja, wir sind mehr als Inzest. Ihr entschuldigt mich, aber ich ziehe Abendkleider einfach lieber aus als an. Und dieser ganze Firlefanz mit Schnitten und so, das hat mich auch noch nie interessiert. Also, bis dann. Einen schönen Abend noch. Wir können uns nicht nur an dem orientieren, was es bereits gibt. Mode ist eine Verpflichtung zur Innovation, zum Wagnis, zur Avantgarde. Verstehen Sie das nicht? Was ist das? Das ist gut. Das ist nicht nur gut, das ist genial. Oh, dieser Verband ist schon wieder locker. Der kann nicht locker sein, den hat Schwester Petra gemacht. Hallo, das ist vielleicht mein Fuß. Ich spüre das ja wohl ein bisschen besser als du. Ja, klar. Hallo. Hey. Gott, bleibt mir denn heute gar nichts erspart. Was willst du denn hier? Ich arbeite und du? Der Wunderdoktor hier hat mir meinen Zeh gebrochen. Ich hatte eine Hantel in der Sporttasche und die Lady ist voll dagegen gelatscht. Ja, und jetzt will er sich meinen Verband noch mal angucken, weil der nämlich viel zu locker ist. Soll ich ihn dir noch mal neu machen? Darfst du sowas denn? Du, das ist ein bisschen anspruchsvoller, als hier Bettpfannen hin und her zu tragen. War nur ein Angebot. Gut. Meinetwegen. Aber mach's ordentlich, ja? Warte, ich helfe dir. Vielleicht kann ich ja morgen nicht zur Arbeit gehen. Du, ich brauche noch eine Krankschreibung, Ja, ne? so weit kommt's noch. Ich tape dir den heute Abend, dann kannst du damit morgen wieder einen Marathon laufen. So, fertig. Und sitzt. So rutscht er wenigstens nicht vom Fuß. Ja, wenn das kein Erfolg ist. Bis morgen. Bis morgen. Ist das so eine Familienkrankheit, dass sich alle Fritsches in die langweiligste Frau der Stadt verknallen? Das ist doch Blödsinn. Das wäre mir an deiner Stelle auch peinlich. Jessica, wenn du nicht zu Fuß nach Hause laufen willst, dann solltest du jetzt besser die Klappe halten, kapiert? Darf ich?
Ist Julia die große, unmögliche Liebe, von der du mir erzählt hast? Und ist sie auch der Grund, warum du Mallorca verlassen wolltest? Ja. Wir waren so alt wie Timo und du, als wir uns kennengelernt haben. Wir wussten nicht, dass wir Geschwister sind. Und als wir es dann endlich erfahren haben, dann war es zu spät. Lass mich in Ruhe. Nein, ich will mit dir reden. Ich habe viel zu lange geschwiegen. Ja, vielleicht war das doch besser so. Hau ab, raus aus meinem Zimmer! Ich hätte nie gedacht, was du für einen Scheiß all die Jahre abgezogen hast. Wie kannst du überhaupt noch in den Spiegel gucken? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Natürlich weiß ich das. Ich dachte, ich hätte das alles hinter mir gelassen. Du hättest das hinter dir gelassen. Hier geht's nicht um dich. Hier geht's um mich, um meinen Vater und mein gottverdammtes Leben, Mann. Was soll ich denn erwarten? Wer mit seinem Bruder in die Kiste springt, der verrät doch seinen eigenen Sohn. Ne? Fass mich nicht an. Fass mich nie wieder an. Komm her, mein Schatz. Warum hast du nicht auf mich gehört? Julia! Mach auf. Julia, mach auf. Julia! Ich war so glücklich als Priester, hier auf Mallorca. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich alles richtig gemacht habe, jede Entscheidung. Ich habe ja nie damit gerechnet, jemals Kinder zu haben. Und deshalb warst du für mich von Anfang an wie ein Wunder. Mein Leben war perfekt, bis Julia dann in meinem Beichtstuhl saß. Und plötzlich war alles wieder da. Und Leonie, ich habe wirklich alles versucht. Ich habe versucht, die Situation nüchtern zu betrachten. Ich habe versucht, Gefühle zu verdrängen. Ich habe versucht, Julia zu vergessen. Nichts hat funktioniert. Gar nichts. Du hast einen Vater verdient, der ehrlich ist. Zu dir und auch zu sich selbst, vor allem zu sich selbst. Und die Wahrheit ist, ich habe Julia immer geliebt. Interessant. Hier, in der Dr. Winter-Rubrik steht: Ich liebe die Ex meines Bruders. Was soll ich tun? Soll ich dir mal vorlesen? Jeden Tag auf der Arbeit, wenn ich sie sehe, werde ich total nervös. Besonders schlimm ist es, wenn andere Menschen dabei sind. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich es meinem Bruder sagen soll. Was wird er von mir denken? Wird er mich vielleicht hassen? Ich froh, dass ich beim Training gleich meine Ruhe habe und mir nicht mehr dein dummes Gelaber anhören muss. Wieso, willst du mich aus dem Team schmeißen? Ach, du kannst mich gar nicht aus dem Team schmeißen. Dann zieh doch mal deine Joggingschuhe an. Ja, wie soll das denn gehen? Oh. Tja, Pech für euch. Ich war nämlich mit Abstand die schnellste Läuferin. Meine Helena, die gibt ja nur Gas, wenn sie mal wieder im Auto sitzt und jemand über den Haufen fährt. Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Süß, wie du dich für sie einsetzt. Aber ich glaube, ich werde nie kapieren, wie ein Typ auf diese Schlaftablette stehen kann. Das kann ich dir sagen. Helena ist witzig, intelligent und kultiviert. Genau das Gegenteil von dir. Man ist gerne mit ihr zusammen. Und mit dir gibt man sich nur ab, wenn man betrunken ist. Genauso wie man im Suff ein paar Pommes isst und sich danach schlecht fühlt und wünscht, man hätte die Finger davon gelassen. Reicht das jetzt als Antwort? Was war denn die Frage? Mann, das schaffe ich nie. Ich helfe dir gleich. Aber erstmal braucht die kleine Schlafmütze hier ihr Frühstück. Guten Morgen. 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 Danke, dass du die kleine Terroristin mitgenommen hast. Auch bei mir ist sie eigentlich immer ganz lieb. Mann, Sebi, jetzt gib doch mal ein bisschen Gas. Ein bisschen Geduld, junger Mann. Wir kümmern uns sofort um deinen Rennwagen. Aber Emma braucht jetzt erstmal ihr Fläschchen. Warum kriegt die überhaupt die Flasche?
Normalerweise stillt man Babys doch. Ja, und dann rächt sich irgendwann die Natur. Das erkläre ich dir, wenn du größer bist. Im Bio haben wir gelernt, dass Kinder, die ihre Milch aus der Flasche bekommen, sich nicht so gut entwickeln. Wieso dürfen diese Ökos überhaupt Kinder unterrichten? Pass mal auf, Hannes. Bestell deiner Lehrerin mal einen schönen Gruß und sag ihr, du hast auch die Flasche bekommen. Und im Augenblick würde ich mir wünschen, es hätte deiner Entwicklung ein bisschen mehr geschadet. So, pass auf. Jetzt gehst du zu Justus, sagst, er soll die Flasche für Emma machen, weil sonst wird das nichts mehr mit deinem Modellauto. Okay. Strenge Mutter. Tanja, ich wollte das gestern nicht vor Sonja diskutieren, aber in der jetzigen Situation kann man natürlich mal darüber nachdenken, auch Privatgeld in die Firma zu schießen. Klar, wir würden damit alles auf eine Karte setzen. Emmas und Hannes Erbe steht nicht zur Diskussion, weil das hier all unsere Probleme lösen wird. Clarissa von Anstetten, Gründerin von Linie Clarisse Lahnstein und Mutter unseres Inzestpaares. Die Krönung der Skandal-Promotion und unser neues Motto. Doch, du machst Witze. Nein, wir sind mehr als Inzest. Wir sind Mother of Incest. Ja, und das Gremium wird dafür keinen Cent locker machen. Naja, die denken ja nun erstmal, sie investieren in Sonjas geniale Entwürfe. Und das wahre Motto erzähle ich Ihnen dann später sozusagen als kleine Überraschung. Helena lässt sich entschuldigen. Sie ist verhindert und wird nicht an der Gremiumssitzung teilnehmen. Oh, großartig. Nico hat auch schon ihre Enthaltung angekündigt. Ludwig ist auf Geschäftsreise. Sinn des Gremiums war ursprünglich, dass alle an den Abstimmungen teilnehmen. Sofern sie nicht schuldlos kriminalisiert werden und über Nacht alle Rechte verlieren. So sind nun mal die Regeln. Ich würde es jederzeit wieder tun. Ja, die Ereignisse waren tragisch und unerfreulich. In Anbetracht der Umstände bin ich dafür, dass wir Tristan wieder zurück ins Boot holen und ihn sein Stimmrecht ausüben lassen. Ich denke, in dieser Situation hätte jeder von uns genauso gehandelt. Ja, und nachdem das nun geklärt ist, würde ich gern zu etwas Erfreulicherem kommen. Kim wird ab sofort eine Suite auf dem Schloss beziehen. Was ja auch naheliegend ist. Schließlich ist das Schloss der Sitz ihrer Familie. Willkommen unter Geiern. Außerdem versteht es sich natürlich von selbst, dass sie als meine volljährige Tochter auch ein vollstimmberechtigtes Mitglied des Gremiums wird. Willkommen in der Familie, Kim. Sauerstoffwerte sind gut, Frequenzwerte sind gut und EKG sieht auch ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Übrigens, ich habe mit Charlie über Frau Ried gesprochen und wie viel der Weigerer bedeutet. Sie hat sofort den Kurator angerufen. Das klappt also? Ja, von seiner Seite aus schon. Wir würden sogar alle eine Privatführung kriegen. Ja, ich habe noch mal mit den Kollegen gesprochen. Unter normalen Umständen würden wir von so einem Ausflug abraten. Aber es scheint ihr größter Wunsch zu sein, dieses Bild noch mal zu sehen. Und deshalb denken wir, dass ihr vielleicht ganz gut tun würde. Super, danke. Frau Ried. Hallo. Hallo. Erinnern Sie sich noch an mich? Natürlich. Sie sind der junge Mann, dessen Partner verstorben ist. Ja, das war ein Missverständnis. Er lebt noch. Das ist ja... Ja, das ist er. So ein gut aussehender Bursche. Guten Tag. Sie sind ja wirklich ein Glückspilz. Naja. Aber eigentlich wollte ich über was ganz anderes mit Ihnen reden. Sie können sich jetzt nämlich schön machen und Ihr Bild anpacken. Und dann können Sie sich Ihren Weigerer anschauen. Das Triptychon, und zwar komplett. Wirklich? Danke mal. Hast du das gehört? Ich kann ihn mir ansehen. Und? Timo weiß jetzt alles. Über uns und seinen Vater. Er hat sogar kurz gedacht, dass du sein Vater bist. Ach, Ich glaube, er hat verstanden, dass ich ihm die Wahrheit gesagt habe, aber er will trotzdem nichts mehr mit mir zu tun haben. Julia, das tut mir so leid. Das hättest du dir früher überlegen Jetzt müssen. nicht, Mutter. Du bist doch nur noch hier, weil ich Julia bekniet habe, dir noch eine Chance zu geben. Und was machst du? Das ist doch jetzt egal. Er macht dein Leben kaputt. Und das ist dir egal? Jetzt hör aber auf. Ihr seid meine Kinder. Ich kann mir das nicht mehr länger mit ansehen. Dir geht es doch gar nicht um uns. Dir geht es um die perfekte Familie, um Bruder und Schwester. Aber das wird es nicht geben und ich sag dir auch ganz genau warum. Für mich ist Julia nicht meine Schwester, sondern die Frau, die ich liebe. Und das wird sich auch nicht ändern. Hör auf damit! Hey. Keine Sorge, ich komme dir nicht zu nah. Wo bist du denn gewesen? Keine Ahnung, irgendwo. Jan ist nicht mein Vater.
Wir sind weiterhin einfach nur Cousin und Cousine. Ich weiß. Hurra. Und ich weiß jetzt, wer mein richtiger Vater ist. Meine Mutter war sogar mit ihm verheiratet und hat ihn wegen Jan verlassen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich hätte meinen leiblichen Vater noch kennenlernen können. Er lebt nicht mehr? Selbstmord. Ich war 7. Ich werde niemals wissen, wer er war, was er gerne gemacht hat. Ob er so war wie ich. Ich werde es einfach nie wissen, weil es ihn nicht mehr gibt. Es tut mir so leid. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob er es wegen ihr gemacht hat. Das ist jetzt Selbstmord. Sie sagt nein. Weil es lange danach passiert ist, nachdem sie ihn verlassen hat, aber dann hat sie mir schon mal die Wahrheit gesagt. Hast du mich erschreckt? Du mich auch. Ich bin Sonja. Ich arbeite für Linie Clarisse Lahnstein. Ich bin Kim, die Tochter von Ansgar von Lahnstein. Ist das die neue Kollektion? Ja. Darf ich vielleicht noch ein bisschen mehr sehen? Sorry, aber bis zur Präsentation ist alles top secret. Und vor allem habe ich gerade keine Zeit für einen Tag der offenen Tür. Hier ist es endlich, das Weigerer Triptychon. Wunderschön. Diese Farben. Triptychon. Der Mittelteil wurde vermutlich im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ach, was zerstört. Hier ist es doch. Und der Mittelteil ist eins der am häufigsten gefälschten Gemälde des 20. Jahrhunderts. Halten Sie es doch mal ran. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Einmalig. Allerdings. Ja, es stimmt, was man sich darüber erzählt. Es ist irgendwie magisch. Und das sind die Ursachen für den anhaltenden Aufwärtstrend im gehobenen Marktsegment. So, und jetzt komme ich zum zweiten Teil der Präsentation. Das hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Kollektion. Mit Sonja Jäger haben wir eine extrem talentierte Designerin. Die neue Linie zeigt sich extravagant und hochwertig. Und dabei hat sie immer die kaufkräftige Kundin im Blick. Na, wie schön. Werden die ganzen Fummel auch rechtzeitig fertig? Ja, natürlich werden sie das, Ansgar. Dir ist klar, dass der Prozess gegen Linie CL hier mit besonders großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Prozess. Welch harmloses Wort für diesen schmutzigen Skandal. Ach, kommt schon. Das ist unser Vorteil. Wir sind in aller Munde. Die Öffentlichkeit vergisst sehr schnell. Ohne eine Anschlusskampagne sehe ich schwarz. Ich fürchte, ihr braucht mehr Geld. Ganz genauso sehe ich das auch, Tristan. Gut, also entweder wir steigen jetzt mit großem Verlust aus oder wir investieren ein letztes Mal. Ich halte das Risiko für überschaubar. Ich bin dabei. Den Rennstall haben wir auf ähnliche Weise aus den roten Zahlen geholt. Was sagt denn unser neues Gremiumsmitglied dazu? Also, ich finde, die Kleider sind der Wahnsinn. Und ich mag das Label. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Mother of Incest. Clarissa von Anstetten, die Mother of Incest? Was kommt als nächstes? Leichenschändung? Was ist denn? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich glaube, wir bringen sie jetzt besser nach Hause. Ist gut, mein Junge. Ich komme mit. Nein, du und dein Mann, ihr geht schön essen. Oder macht einen Spaziergang. Ihr verbringt viel zu wenig Zeit miteinander. Vielen, vielen Dank. Sie wissen gar nicht, was mir das bedeutet hat. Das haben wir wirklich gern gemacht.
Ja, ich bin froh, dass ich dabei sein durfte. Gut, dann. Vergesst mein Bild nicht. Mein Gott, war das rührend. Also ich bin ja wirklich nicht nah am Wasser gebaut. Mhm. Naja, vielleicht ein bisschen, aber wollen wir nicht noch einen zusammen trinken im Schneiders? Ich lade euch ein. Sicher. Gerne. Ich komme gleich nach. Ich muss noch schnell Frau Rieds Bild anpacken. Ja, warte, ich helfe dir. Gut, also dann bis später. Tschüss. Sie sah so glücklich aus. Stimmt. Und obwohl das Bild eine Fälschung ist, für sie ist es echt. Und das ist alles, worauf es ankommt. Haben die uns jetzt eingeschlossen? Sieht ganz so aus. Tanja, dieses unselige Inzest-Thema, das Gesicht einer Toten, dann noch dieser Slogan. Was denkst du dir nur dabei? Mode verkauft man mit Aufmerksamkeit. Wir müssen auffallen und provozieren. Ja, das ist dir gelungen. Mit dieser Kampagne ziehst du den Namen Lahnstein in den Dreck. Und nicht zum ersten Mal. Mit der entsprechenden Promotion wird Lini Clarice Lahnstein einschlagen wie eine Bombe. Und am Ende verdienen wir alle daran. Tut mir leid, das ist nicht mein Stil. Im Grunde habe ich nichts gegen einen gut kalkulierten Skandal, aber das... schwierig. Tja, möchte noch irgendjemand etwas sagen, bevor wir abstimmen? Falls es möglich ist, dann würde ich mich gerne enthalten. Okay. Wer ist für Tanjas Vorschlag? Wer ist dagegen? Bei einer Enthaltung ist die Sache damit vom Tisch. Ricardo, Geh ran. ich glaube, ich kann das noch nicht. Hey, hier ist Leo. Ja, der ist kurz was einkaufen gegangen und hat sein Handy hier liegen lassen. Nein, also vor ein paar Minuten war alles in Ordnung. Ja, das sage ich ihm. Tschüss. Du lügst ja wie gedruckt. Liegt wohl in der Familie. Ich brauche nur eine Weile. Ich krieg das jetzt nicht hin, zu sagen, dass Mama mit ihrem Bruder das... Papa hat mir erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Sie wussten nicht, dass sie Geschwister sind. Vielleicht für ein paar Monate, Leo. Aber jetzt wissen sie es und sie machen es trotzdem. Wir wussten doch auch nicht, dass wir miteinander verwandt sind. Ja, na und? Aber trotzdem spring ich nicht mit dir in die Kiste. Sowas mache ich nicht. Wenn man sich verliebt, und ich meine so richtig, dann kann man das nicht einfach abstellen. Doch, das geht. Guck mich an. Was fällt dir ein, mir in die Quere zu kommen? Wo hast du den Entwurf her? Lassen Sie mich los, die tun mir wirklich weh. Wird's bald. Ich war im Atelier. Ich habe ihn zufällig im Müll gefunden. Wage es nicht, mir jemals wieder in die Quere zu kommen. Noch so ein Ding. Und du wirst dir wünschen, mich nie kennengelernt zu haben. Lass sie los! Verdammt nochmal, Tanja, was bist du für eine miese Verliererin? Kim stand im Gremium auf deiner Seite. Wir sprechen uns noch. Ich dachte echt, die bringt mich gleich um. Hast du jetzt eine wichtige Lektion gelernt? Sprich mit mir, bevor du dich im Gremium auf eine Seite stellst, okay? Woher sollte ich denn wissen, wer das auf der Zeichnung ist? Kim, du kannst mit Fragen immer zu mir kommen. Und was diese Zeichnung betrifft, soll die beiden Basteltanten ihre wichtigen Unterlagen doch woanders aufbewahren als im Müll. Top Secret sieht anders aus. Hast du die Zeichnung noch? Ja. Dann gib sie mir am besten. Danke. Keine Ursache. Kannst dich auf mich verlassen. Hallo, ist da jemand? Die haben uns eingeschlossen. Pinselführung identisch. Farbkonsistenz identisch. Hallo, ja dann Helena. Ja, das Bild ist zwar schön, aber so schön, dass man jetzt gar nicht mehr aufhören kann, es anzuschauen, ist es auch wieder nicht. Häng nur mal das Seitenteil ab. Was? Hilf mir, das Seitenteil abzuziehen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt einfach... Daniel, mach einfach. Okay. So, schau mal.
Das ist so eine Art Stempel. Sowas wie das Copyright des Künstlers, aber es ist nur eine Hälfte. Die andere Hälfte ist auf dem fehlenden Mittelteil. Moment, heißt das jetzt, dass... Ja, Frau Rieds Bild ist das Original. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love. Glaubst du, es gibt einen Weg zurück? Für mich zur Familie und für dich zum Glauben? Also ich weiß ja nicht, was du willst, aber ich kann nicht wieder zurück. Nie wieder. Das lag da. Meinst du, das ist ein Zeichen? Wofür? Keine Ahnung. Allmächtiger Gott, zeig uns einen Weg, den wir beide gehen können. Und steh uns bei allem, was noch kommen mag. Wir bitten dich für die, die wir lieben. Und das war's dann? Mother of Incest. Ich hätte wirklich länger bleiben sollen. Wie viel muss man eigentlich getrunken haben, um auf so eine Idee zu kommen? Sie ist gut. Ja, aber nicht vor unserem Gremium. Ach, Sie machen Pause. Wenn Sie damit fertig sind, möchte ich Sie sprechen. Klar, immer. Ich muss da noch los. Sebastian hat mir gerade alles erzählt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nicht gesehen, dass die Kleine sich die Skizze einfach genommen hat. Können Sie mir das hier erklären? Sebastian und ich haben früher mal Tischtennis gespielt. Das entspannt, macht den Kopf frei, lässt die Gedanken fließen. Probieren Sie es doch mal. Nein, danke. Meine Lebenszeit ist begrenzt. Ich möchte die neuen Stoffmuster sehen. Aber wenn uns das Gremium kein Geld mehr gibt, also, ich meine, was heißt das dann? Gar nichts heißt das. Wir machen weiter wie bisher. Ich muss irgendwo Geld auftreiben. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ich muss. Jessica, hey. Wie geht's am Fuß? Soll's ihm gehen, ist halt gebrochen. Komm, der kleine Zeh ist gebrochen. Ja, das reicht ja wohl, um höllisch weh zu tun. Mensch, schade, und du hast dich so auf deinen Marathon gefreut. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich Daniels Visage nicht länger ertragen muss. Was ist denn eigentlich los mit euch? Seit Tagen zieht ihr euch nur noch an. Ich kann's dir sagen. Er hat sie mit einer Portion Pommes verglichen. Was? Immerhin noch besser als ein Cocktailwürstchen. Ist schon scheiße, wenn man die Wahrheit nicht vertragen kann, ne? Du bist ja wohl nicht die Einzige, oder? Wie findest du das, dass dein Bruder auf Helena steht, hm? Daniel hat völlig recht, du bist das Letzte. Mann, Schluss jetzt. Ihr nervt. Ist ja wie im Kindergarten hier. So, Helena. Es wird Zeit, dass du erfährst, was dein toller Daniel für einer ist. Ich meine, es ist der Traum eines jeden Kunsthistorikers, ein verschollen geglaubtes Meisterwerk zu entdecken. Wie die Leute, die in der Scheune ihres Opas einen fast nagelneuen Oldtimer finden? Mann, ich fasse es nicht. Ich meine, ich bin jeden Tag zehnmal dran vorbeigelaufen. Ich hätte es längst merken müssen. Dabei schau dir mal die Patina an und den Sättigungsgrad der Farbe. Natürlich ist es echt. Ich muss das sofort Frau Ried erzählen. Stell dir mal vor, wie sie sich freuen wird. Endlich glaubt ihr mal jemand.
Und wenn du ihr nicht erlaubt hättest, heute hier zu sein, dann... wir hätten es nie erfahren. Das ist... Magisch. Kinder, wie die Zeit vergeht. Okay, Ansgar, was willst du? Tanja, im Gremium wurde heute eine Entscheidung gefällt, mit der ich persönlich nicht einverstanden bin. Seit wann? Du und deine talentierte Schneiderin, ihr habt jetzt so viel gearbeitet und das soll alles umsonst gewesen sein. Das bricht mir das Herz. Du hast keins. Also schön. Ich bin genau wie du der Meinung, dass man mit Linie Clarisse Lahnstein Geld machen kann. Und solche Gelegenheiten lasse ich mir ungern entgehen. Okay, das erklärt auch dein unglaubliches Engagement eben in der Gremiumssitzung. Ich biete dir für deine Werbekampagne einen großzügigen Kredit aus meinem Privatvermögen. Wie klingt das? Was willst du dafür haben? Kontrolle. Du behältst den Laden, ich setze einen zweiten Geschäftsführer ein. Wer bitteschön soll das sein? Ansgar von Lahnstein, der hat mir gerade noch gefehlt. Lass dich überraschen. Ich hasse Überraschungen. Also vergiss es. Überleg's dir, Tanja. Überleg's dir gut. Ihr könntet entweder eure hervorragende Kollektion präsentieren und Gewinn machen. Oder es heißt Bye-bye, Linie Clarisse Lahnstein. Letzte Seite, unten links. Die gestrichelte Linie. Möchte ich nicht, dass es sie unvorbereitet trifft? Das kann nicht in ihrem Interesse sein, eine Rückkehr als Mother of Incest? Jetzt gibt's Krieg. To